So, jetzt habe ich die Wahl. Unseren Brückenbogen durch und dann über einen schmalen Steg zum Wasser, das steht zum Beladen. Oder ganz da außen rum. Tja. Ja, ich mache so, wie es, wenn ich jetzt so angekommen wäre, dann wäre ich da über einen schmalen Steg da gegangen. Muss dann schwer zu beladen. Aber bevor ich jetzt da außen rum gehe, nee. Ich gehe dann hinter den Brückenbogen, hinter den Brücken noch ganz schön weit nach hinten, bis wir zum Wasser runterkommen. So, jetzt da rein, da rüber, dann aussteigen, dahin, das sind Bretter und die Bretter dann wieder rein. Da das Boot hinkriegen tue ich aber dann beladen, das wird interessant. Schauen wir mal. So. Und hier geht es ziemlich wackelige improvisierte Holzbretter wieder runter, aber immerhin schauen keine Nägel raus. Es wird spannend, ob ich das Boot hier um die leichte Kurve kriege. So, hurra, gewonnen, das hat funktioniert. Und beim Schritt da aufs zweite Brett komme ich mir vor, wie ein bisschen wie bei Indy, der Schritt des Glaubens. Das hatte immer doch Angst. Gerade so beim ersten Mal, dass das Brett auf einmal abwärts geht. Da muss man echt mit Gottvertrauen drauf treten. So, und jetzt mal ein bisschen auf Quelix. Und dann da rein. So, man kann sagen, losgekommen bin ich um 9 Uhr. Die Umtrauung hat es doch etwas gedauert. Ja, also Leute, die ihr Kahn nicht wirklich Kontrolle haben, sind nicht beinahe gegenseitig weggerammt. Schade. Ich habe auf Action gehofft. Schnee. Gut, das nennt sich wohl Kunst am Fluss. Dann jemand sein Auto geparkt. Ganz exklusiv. Aber ist abgesperrt mit Absperrbändern. Wie das da hingekommen ist, mysteriös. Ich merke jetzt schon, die Loire wird jetzt immer größer. Ja, also heute hat auffällig wenig Vögel unterwegs. Da freue ich mich mal, wenn man einzelne Silberreiher sieht. Es hat der blöde Klaus geschafft. Ich habe mich festgefahren. Zu weit links gewesen. Und ja, da einen rechten Weg. Rechts aus. Echt ärgerlich, wegen 2 Meter aussteigen müssen. Nur weil ich gepennt habe.
Ja, die haben ihre Kanus besser unter Kontrolle. Ah, halt, das sind andere. Das da hinten, das dürfte ein anderer Fluss sein. Ja, auch Turmpaddler. Den haben wir gerade eben erst aufgestanden. Solche Langschläfer. Hier wieder eine Überschwemmungsfläche, die ganz weit nach hinten geht. Also man sollte wirklich immer gucken, was hinter einem ist. Also wie die das fertig gebracht haben, würde mich interessieren. Vielleicht war aber auf einer Seite ein Fisch, alle schauen nach rechts und batsch. Ich sage ja so Kanus sind mir viel zu unsicher. Echt lebensgefährlich, die Dinger. Ich schätze mal, Mittagszeit werde ganz was geboten sein auf dem Fluss. Kommt alle Spätaufsteher. Das ist jetzt echt wieder schwieriger, die richtige Fahrrinne zu finden. Ja, der Fluss ist echt ewig breit, aber halt sehr, sehr flach. Mein erstes Motorboot auf der Loire. Das ist ein echter Experte für die tiefen Stellen. Fährt leider in die verkehrte Richtung. Und eigentlich hat hier schon immer eine ganz gute Strömung. Da könnte man sich ja eventuell womöglich auch treiben lassen. Aber dafür bin ich absolut nicht der Typ. Wir werden gerade einen Großeinkauf machen. Da ist der nächste Supermarkt nicht weit, aber ich habe eigentlich alles. Ich brauche nichts. Heute kommen wir echt gut voran, zumindest gefühlt. Wir haben eine gute, gleichmäßige, starke Strömung.
Das sind richtig große Ausmaße. Ja, ganz da drüben. Da ist wie eine kleine Insel. Das sind hier gewaltige Ausmaße. Und das Teil da rechts ist auch eine Insel. Da habe ich erst gar nicht gesehen. Wenn man so wie eine Strömung sieht, wenn man mal gar nichts macht, dann kommt er echt gut voran. So, jetzt gönnen wir doch mal eine kleine Chillpause. Haben wir es verdient. Die Pause beendet, ein kleines Schläfchen im Boot gemacht, aber natürlich vorher das Boot dann doch auf Grund gesetzt. Ja, was Neues. Eine Krähenversammlung auf der Kiesbank. Haben sie ja noch nicht gehabt, erstaunlicherweise. Die hat auch eine große Krähenkolonie. Aber ja, alles schwarz. Hier haben wir die erste Boje auf der Tour. Und wenn es glaube ich keine offizielle ist. Aber keine Ahnung. Auf jeden Fall eindeutig eine Boje. Noch über eine Boje. Hast Kanada-Gänse. Ja, von unten rechts den Arm, in der Mitte durch hochgekommen bin und dann hast du links nochmal einen Hochwasserarm. Hier ist echt was geboten.
ist schon witzig. Von Verleihen, die kriegen hier immer Doppelpaddel, aber total kurze. Ich habe es das letzte Mal ausprobiert, gestern, bei den beiden Mädels. Wenn ich da kein Verdeck gehabt hätte, dann wäre ich abgesoffen. Wenn ich so Wasser reinschaufle. So, die haben wir gerade noch so geschafft, mit Ruckeln und Seitwärtsdrift. Aber geschafft, ohne auszusteigen. Ha! Eigentlich bringt man diesen Kanus wirklich eine GoPro. Und dann auf die Hinteransicht, da weiß man nie, ob die auf einmal umkippen. Aus heiterem Himmel. Jetzt halte ich wieder in zwei Arme. Ich nehme hier den größeren. Und dann schauen, dass wir nach rechts kommen. Dann lege ich wieder auf, und zwar schnell. Da kommen wir nicht allzu gut quer mit der Strömung. Dafür kommen wir wieder etwas zu spät. Wir mal ein paar Meter laufen müssen. Hier ein Zang aus der Krone gebrochen. Sind sie ja. Die haben mich doch während meiner Mittagspause überrascht. Teile ich wieder in zwei Arme auf. Hier nehmen wir den linken. Planänderung, rechter Arm. Der linke gefällt mir doch gar nicht. Das ist meine erste Burg auf der Tour. Bisher hat es keine Burgen gehabt. Und da vorne die Burg ist, da baut ein Brückenhindernis auf mit engen Bögen. Das wird interessant. Da wird man wieder mal nicht durchkommen, schätze ich. Aber schauen wir mal. Sieht so aus, als müsste ich meinen Kajak jetzt eine Zeit lang ziehen. Wo hier die tiefe Rinne ist, keine Ahnung. Mal vielleicht, wenn wir da rechts mit am Schläuchen legen, kann es vielleicht funktionieren. Bis zur Brücke kommen. Bis zu ein Schild da vorne. Da rechts scheint es zu gehen. Bin mal gespannt, wie wir da drunter durchkommen. Mal, dass das Schild hier fahrbar heißt. Wenn wir nicht bis Ende filmen können, keine Ahnung, was da hinten kommt.
ging richtig gut. Ja, die Kamera zu früh sinken lassen. Aber eigentlich null Problemo. Okay, jetzt muss ich noch 18 Kilometer heute machen. Okay, bei der Strömung ist das drin. Das ist Naturschutzgebiet. Ja, also die X500 will ich da auch lieber Treitel. Schauen wir mal, ob es so überhaupt gut geht. So, bevor ich seit den 18 Kilometer durchheize, das wird um 16:30 Uhr wohl schon noch funktionieren, aber wäre vielleicht schade. Das ist ein Campingplatz und da fahren wir dann morgen, versuche ich genussvoll durchzufahren. Schauen wir mal, was da kommt. Ich bin mal gespannt, ob das morgen noch da ist, aber ich bin optimistisch. So, heute bin ich früher Schluss, schon um 16:30 Uhr. Also da stand ein Schild Naturschutzgebiet. Da kann man 20 Kilometer lang nicht campen. Okay, bei der Strömung hier auf dem Rhein wäre es wohl möglich, das zu durchbrechen, aber es wäre vielleicht auch ein bisschen schade, das mit Gewalt zu durchbrechen. Und hier ist ein Campingplatz. Okay, jetzt bin ich. Gehen wir vielleicht noch die Ortschaft anschauen. Die schaut eigentlich ganz gut aus von außen. Ja, die Frage ist, wie gut man durchkommt. Wenn ein noch größer gestaltetes Gebiet, dann heißt es sehr viel Laufen. Hier finden scheinbar Ausgrabungen statt. Hier wird vermutlich der Burgschatz vermutet. Gold und Edelsteine.
Ist aber doch eher der Gemüsegarten. Und das ist die zweite Ladung. Ich habe Hunger. Da reicht so ein Teller einfach nicht. Boah, hey, das zweite Bier war eindeutig schlecht. Ich kann kaum mehr laufen.